Hallo Dampferfreunde, ja, ihr seht selbst heute wieder ein weiteres Video und zwar seht ihr schon natürlich auf meinem Hintergrund. Es geht um die Dovpo Pioneer RTA. Ich weiß, dass diese jetzt natürlich schon etwas älter ist. Ich habe den von den Jungs gekauft, nicht deswegen, weil die mir gefiel. Und was heißt gefiel? Die hat das Problem, die wegzukriegen, weil dort tatsächlich ein Verpackungsfehler war. Die hatten die aber auch schon länger drin gehabt und die ja zurückzuschicken, da haben die gesagt, geht nicht, mach mal nicht mal am besten. Da habe ich gedacht, okay, dann nehmt sie mir. Und zwar ist hier eine Verpackungsfehler gewesen, dass keine Drip-Tips mehr drin sind. Ich habe natürlich von den Jungs noch einen zusätzlichen Drip-Tips bekommen, deswegen seht ihr auch, Entschuldigung, dass dann nicht der Original-Drip-Tip drauf ist. Normalerweise ist der Original-Drip-Tip nämlich eigentlich auch in der gleichen Farbe wie unten das Glas. Aber hier eben habe ich ihn nicht dabei gehabt. Alle drei Drip-Tips sind weg. Also das ist sehr selten normalerweise, aber gut, es kann passieren, es ist ein Verpackungsfehler. Kann natürlich auch ebenso sein. Jetzt ist es natürlich so, es ist ein MTLer normalerweise und da gibt es eigentlich ein Zusatzzubehör, was man eigentlich zum respektiven DL macht, aber das habe ich jetzt nicht dabei. Ich werde jetzt auch mal das erste Mal natürlich ein MTL wickeln und auch gleichzeitig dampfen. Ja, da würde ich sagen, schauen wir uns dieses etwas ältere, vielleicht ein Jahr, keine Ahnung wie alt das Gerät ist, mal an. Und dann würde ich sagen, freut mich natürlich auf den Tisch. Also, ihr seht selbst, das ist hier, wie gesagt, von der BP Mods, Mann, der Pioneer. Wie gesagt, in einer Verpackung, die, wie gesagt, einen Fehler drin hat. Haben wir leider aufgemacht schon und auch leider festgestellt. Ja, dann würde ich sagen, packen wir es aus. Also hier seht natürlich klar erstmal, was hier drin sein sollte. Das sind eigentlich normalerweise Drip-Tips mit drin, aber die sind eben nicht drin durch einen Verpackungsfehler. Und da werden wir mal sehen, was hier passiert, also jetzt da drin ist. Ich mache erstmal kurz das weg und mache mal den auf. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach hier runterzuziehen. So, ja, und dann sehen wir als erstes natürlich klar eine Anleitung, was alles hier wieder drin eingesetzt wurde und hier eben noch als Zubehör geschweige ist. Und da seht ihr selber, diese Drip-Tips hier sind tatsächlich nicht drin. Ja, meine Kumpels haben mir natürlich jetzt diesen Drip-Tip gegeben. Ich finde den auch viel nicer dazu, wenn ich ehrlich sein soll. Und eben die anderen sind nicht drin. So, dann packen wir das erstmal hier aus. Also dann sehen wir hier natürlich den Pioneer RTA. Und eben hier noch ein Ersatzglas. Hier noch ein zweites Ersatzglas und wie gesagt normalerweise dazu gehörend jeweils einen Drip-Tip in der gleichen Farbe. Dann haben wir hier noch ein Accessoires-Pack und da ist nur eine Kleinigkeit drin. Und zwar ist hier so gesagt 2 Coils, Ohrringe, Ersatzschrauben und natürlich noch 2 unterschiedliche Pins. Und zwar ist es folgendermaßen, diese Pins stehen hier auch drauf auf den Zettel, dass die sage und schreibe hier einmal einen 1,5 mm Airflow Pin haben und einmal 1,2 mm Airflow Pin haben. Jetzt ist hier natürlich ein Pin verbaut. Ich weiß leider jetzt nicht, welche Größe hier drin ist. Das habe ich jetzt leider noch nicht herausfinden können. Ist aber nicht schlimm. Ich habe gesehen, dass es auf jeden Fall auch einer mit den größten Löchern ist. Und da könnt ihr eigentlich auch den Airflow Pin verkleinern. Ihr fragt natürlich jetzt, wo geht der Airpin hin? Das ist ganz einfach. Hier unten an der Seite sind Schlitze und die gehen in den Coil oben rein. Gut, dann werden wir sagen, sehen wir uns doch erstmal den Coil. Was heißt Coil? Den RTA-Tank mal an. Also wir können hier einmal hier oben drücken und einmal ziehen, dann also drehen und dann ziehen. Dann seht ihr hier oben, das ist die Einfüllstutzen. Ja, also hier kann man Einfüllstutzen. Super. Heute habe ich es ja wirklich drauf. Nein, aber die Einfüllbereich. Ja, also ziemlich große, also größere Flaschen kommen.
Das hier sieht eigentlich aus wie früher eigentlich von den Heatsinks. Ne? Das kennt man ja eigentlich, wenn es zu heiß wird, dann kühlt man das mit ab. Das gibt es eigentlich die Möglichkeit auch hier drunter eigentlich zu kaufen. Das könnte vielleicht auch sogar ein Heatsink sein. Das steht jetzt hier eigentlich nicht drauf. Das soll einfach nur ein Topcap sein. Gut, sieht aus wie so ein Heatsink. Tun wir wieder drauf. Ja, und hier unten könnt ihr dann, wie gesagt, aufschrauben. Und da seht ihr das Deck. Und gleichzeitig könnt ihr das Glas hier wechseln. Wenn ihr das Glas wechseln wollt, das ist sehr wichtig zu machen, nicht ziehen, drücken oder sonstiges, sondern es muss tatsächlich geschraubt werden. Ja, das heißt also generell, das Glas ist mit einer Schraube versehen. Hier ganz leichtes Gewinde ist tatsächlich dann vorbei und das wird dann einfach hier reingeschraubt. Ja, also da könnt ihr bitte nicht ziehen oder sonstiges oder mit Gewalt rausdrücken. Nein, bitte nicht. Auch nicht zu fest anschrauben. Das heißt, fest ist fest. Ja, dann seht ihr natürlich hier die Kammer. Ziemlich dünn, deswegen auch wie gesagt MTL. Ja, und hier ist wie gesagt das Single Deck. Ihr seht selbst natürlich, hier sind die zwei Schrauben, wo der gleich drauf ist. Der eine ist Pluspol, der andere Minuspol. Entschuldigung. Ja, und die Airflow, wie gesagt, wird von unten eingestellt. Das ist hier schwer zu sehen. Ja, man kann das ein bisschen auf jeden Fall bewegen. Dann sieht man das auch, dass es hier wirklich sich der Luftloch größer macht. Ja, wie gesagt, da könnt ihr, wie gesagt, auch selber noch mehr Luftwiderstand geben, indem ihr dann anschließend mit weniger Millimeter Einzahl diesen Pin verändert. Ja, da würde ich sagen, mehr ist nicht zu sagen. Also ja, normalerweise, wie gesagt, ist ja ein anderer Dip-Tip drin, aber wie gesagt, die Kumpels haben mir Dinge gegeben und deswegen finde ich das auch eigentlich ziemlich nett. Das ist passend dazu, finde ich. Also, ne, das ist, warum nicht eigentlich? Und wie gesagt, ich mache zum ersten Mal jetzt eigentlich ein MTL. Sonst habe ich ja meistens immer nur DL oder ne, also verarbeitet oder Mechs natürlich. Wickeln wird natürlich jetzt nicht schwer sein. Und da würde ich sagen, das war jetzt mit dem Vorstellen. Achso, ja, wie viel Milliliter der Tank umfasst. Das habe ich natürlich total vergessen. Entschuldigung. Erstens, das Material ist natürlich Edelstahl und die Maße hat unten natürlich einen 22 mm Deck. Gleichzeitig ist das ganze Ding auch ca. 49 mm Länge und der Tank erfasst ca. 3,7 Milliliter. Ja, die Coils, wie ich jetzt gerade hier weiß, ist auf Nickel und auf ja doch nur Nickel mit 0,88 Ohm ausgelegt. Also ich denke mal, die verbaue ich auch gleich direkt. Ja, und dann haben wir natürlich gleich oben die Möglichkeit, 15er Drip-Tips einzusetzen. Da würde ich sagen, das war sonst eigentlich nichts mehr. Was ich ungefähr sagen müsste, nein, eigentlich nicht mehr. Da würde ich sagen, ich mache mir jetzt für den Wickel alles parat und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bei dem Wickeln. Bis gleich. 1 Minute 37 Sekunden später. So, ich habe mich jetzt vorbereitet, ein Stück Watte schon abgeschnitten und eben auch den Coil schon genommen. Ja, da würde ich sagen, achso, ja, kurz, dass ich sage, die Watte muss natürlich hier in diese Kamera eingefügt werden. Und so dass das Liquid später dann hier so runterläuft und da rein. Der Coil, habe ich gerade gesehen, ist auf 2,5 mm schon vorgearbeitet worden. Und ich lasse ihn auch, wie gesagt, so größere Coils könnten vielleicht auch rein. Ich lasse aber jetzt, wie gesagt, die 2,5er, so wie die eben vorgefertigt sind. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach an und da würde ich sagen, hat man jetzt einfach mal den Mund.
Also ich habe jetzt wie gesagt schon ausgeglüht. Habt ihr auch ein schönes Glühbild gesehen. Was ich euch jetzt nur kurz mitteilen möchte ist, schneidet bitte so da dran ab, wie es geht. Und ihr fragt, oder es gibt tatsächlich Leute, die es gleich noch nicht wissen. Profis wissen das schon, wie die Luftkanäle, also das Luft hier reinkommt. Das ist ganz einfach. Hier unten durch den Schlitz wird die Luft durch den, wie gesagt, durch den Pin hochgejagt. Und wenn es geht, versucht natürlich die Luftzufuhr genau über die Pin zu setzen, damit natürlich der Geschmack und die Luft auch ja, nach oben kommt. Ne? Macht das nicht zu tief und noch nicht zu weit nach oben. Und macht das genau bündig. Dafür gibt es für dieses Tool oder auch andere hier diese Aussparung. Da kann man es eigentlich auch sehr gut dran reinsetzen und eben auch schön runterhalten und festmachen. Also dann hat man auch einfacher es wirklich hier oben zuzuschrauben. Ja, würde ich sagen, da fülle ich jetzt die Watte ein und dann fülle ich die Watte ein. Nein, ich führe die Watte natürlich ein und dann werden wir natürlich auch mit dem Liquid noch mal gucken. Da würde ich sagen, halt mal wieder den Mund und dann fangen wir weiter mal an. Ja, ihr seht selbst. Es hat doch funktioniert, also doch ein bisschen wirklich weniger abschneiden. Ich hätte jetzt gedacht mit wirklich länger, aber so, dass man das, wie gesagt, hier ungefähr abschneidet, das würde vollkommen reichen. Ja, dann würde ich sagen, fülle ich jetzt mit Liquid auf und dann sehen wir uns gleich in dem Fazit. Ja, ne? So, da sind wir zum Fazit. Ja, ich hatte, wie gesagt, jetzt das erste Mal ist das jetzt, dass ich einen Doofbo habe. Ich hatte noch nie einen. Und ein MTL auch noch dazu. Also ich bin ja mal so ein DL und kein MTL. Aber ich habe jetzt mal einfach gedacht, probiere es jetzt mal einfach aus. Ich habe jetzt mal gerade so ein bisschen den mal hochgezogen, um zu schauen, ob der Liquid in Ordnung ist. Ob ich jetzt schon schmecke, ob die Watte genug durchgeweicht ist. Ja, anscheinend ist die durchgeweicht. Man merkt aber auch schon richtig, wie der Zugverhalten ist. Der Zugverhalten ist richtig kräftig. Also das heißt, man muss schon richtig kräftig ziehen, um den zu haben. Leider haben sie auch nicht beschrieben, wie viel man anfängt mit dem Watt. Ich habe jetzt mit 19 Watt angefangen und der hat auch tatsächlich eine Ohmzahl von 0,72 Ampere, also Ampere, Entschuldigung, Ohm. Das ist eigentlich für ein MTL eigentlich effektiv zu klein normalerweise. Ne? Normalerweise haben die meisten etwas höher. Gut, es gibt natürlich auch die MTL, die eben, wie gesagt, bis runter gehen. Aber der hier jetzt eigentlich nicht. Ich würde jetzt mal so lassen, wie er ist. Und ich versuche mit 19 Watt das mal zu dampfen. Und dann gucken wir mal, ob der schmeckt. Oder ob ich auch versuche, in Lunge zu machen. Ich kann es zwar normalerweise mit Lunge. Ja, 19 ist schon eigentlich ausreichend. Man könnte vielleicht noch auf 20. Darf nicht zu warm sein natürlich, weil der Coil ist ein bisschen kleiner gebaut worden. Und ja, ihr seht selbst, er funktioniert. Ja, und ich höre das auch so ein leichtes Blubbern. Vielleicht ist ja wirklich tatsächlich die Watte noch nicht richtig drin oder zu wenig Watte, was ich eigentlich, glaube ich, nicht vorstellen kann.
Ja, aber ich muss sagen, Verarbeitung wirklich wunderbar. Geschmacklich kommt es auch so rein. Ich habe Popcorn, Butterscotch Popcorn von Dripex drin. Und man merkt auch dort natürlich den Geschmack. Es ist noch respektiv wenig an Geschmack da. Er ist natürlich da, aber nicht so intensiv, wie man das normalerweise bei direkten DL-Lungen natürlich merkt. Aber ja, der Geschmack ist schon da. Nur vielleicht habe ich, wie gesagt, oder man müsste vielleicht gucken, welche Pin ist jetzt da eingebaut worden. Ist da genug Luft drin oder Luftpinchen oder ist da zu wenig Luftpinchen drin? Also das kann man ja, wie gesagt, variieren mit durch diese Pinchen, die wir hier haben. Nur eine soll 0,2, der andere 0,5 sein. Ich weiß nicht, was ich da für einen drin habe. Da müsste ich das mal tatsächlich aufmachen. Und dann sehe ich, ob das Loch größer ist oder nicht. Und müsste man eigentlich mit dem größten Loch probieren. So, wie gesagt, zurzeit funktioniert der einwandfrei. Und geschmacklich, wie gesagt, ist für den MTLer eigentlich sehr gut. Dürfte eigentlich ein bisschen mehr sein, aber vielleicht liegt es ja auch wirklich daran, dass der Pin gewechselt werden müsste. Ich gucke mir jetzt mal wirklich nach hier, wie groß der Pin-Loch wirklich tatsächlich ist. Na, komm raus. Ja, ich sehe gerade, das ist ein ziemlich kleiner Pin. Also ich versuche jetzt so schnell wie möglich mal den anderen auszuwechseln. Während des Fazitsvideo hier hätte ich eigentlich vorher mal gucken sollen. Ich hole jetzt mal die beiden Pins hier raus und schaue, wer hier am größten ist von der Lochvergebung. Und das ist hier schwer zu erkennen. Das steht da leider nicht drauf, welche Loch am größten ist, aber man kann hier nachvollziehen, welches Loch doch respektiv größer ist oder nicht. Ich denke mal, das ist der hier vorne. Dann baue ich mal den jetzt hier ein und dann schauen wir mal, ob der dann die Luftzufuhr tatsächlich größer ist oder nicht. Das war, wie gesagt, jetzt eine ganz kleine Pin drin. Und jetzt werden wir mal, man hört schnell ein bisschen besserer Durchzug. Also wenn man so normalerweise zieht, ist ein richtiger besserer Durchzug. Jetzt probieren wir es mal mit dem, ja, mit dem Aus nochmal. Ich habe wieder natürlich versucht direkt. Ja, und da haben wir schon ein bisschen mehr. Also daran merkt es jetzt bei mir. Das Loch war so effektiv zu klein. Und ich gehe mal ein bisschen höher. Mal 23 Watt. Und da seht ihr selbst. Entschuldigung. Dass natürlich der Dampf rauskommt. Geschmacklich kommt jetzt auch mehr raus. Das ist tatsächlich da mit dem Loch zu tun hat. Also ich habe tatsächlich den kleinsten drin gehabt. Wie viel Milliliter, wie viel Millimeter das sind, das kann ich jetzt hier auch gar nicht sehen. Also muss ich schon sagen. Das finde ich schade, dass sie, wie gesagt, nicht direkt draufschreiben, was das für eine Größe ist. Aber ja, er funktioniert. Wie gesagt, geschmacklich ist jetzt auch besser. Vielleicht ist tatsächlich noch die Watte ein bisschen zu klein. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr Watte rein tun. Ansonsten ist das eigentlich für einen MTLer sehr gut. Für mich jetzt ein bisschen weniger. Ja, super. Da kam jetzt natürlich nichts raus. Das ist mir auch jetzt schon eigentlich für MTL zu warm. Also 23 würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ja, vielleicht passen ja auch andere Kreuzgrößen rein. Das müsste ich mal überlegen, ob ich das mal machen soll. Etwas größere Kreuz. Die haben leider, wie gesagt, 2,5 mm Durchmesser genommen. Und die habe ich jetzt auch einfach genommen. Und das sollte eigentlich, wie gesagt, Nickel sein.
Und zwar Claptons. Aber vielleicht kann man die auch größer bauen, sodass man vielleicht mehr Watte, noch mehr Geschmack rein tun kann. Das weiß ich noch nicht. Werde ich mal schauen, ob ich das mal machen werde. Und so bis jetzt muss ich sagen, ja, ihr seht selbst. Ne? Also er kann das. Ja, ne, also auch geschmacklich ist jetzt wie gesagt viel besser. Ja, da würde ich sagen, das war es. Und wenn ihr Fragen haben solltet, könnt ihr natürlich schreiben und in den Kommentaren. Und ja, ihr könnt natürlich auch mich folgen auf Facebook, Instagram und ja, Twitter bin ich zwar ab und zu mal auch, aber weniger. Ja, und würde ich sagen, bis dahin, also gut Dampf, bis zum nächsten Video. Tschüss.